Ich habe hier einen Topf voll von meinem köstlichen Schlemmergulasch. Hallo, Nico hier, schön dich zu sehen. Bevor ich mir das genehmige, da zeige ich dir aber erst noch, wie ich das gekocht habe. Für Gulasch braucht man Zwiebeln, viel Zwiebeln. Ganz klassisch wird ein Gulasch mit der gleichen Menge Zwiebeln zubereitet, wie man Fleisch hat. Also 1 Kilo Fleisch gleich 1 Kilo Zwiebeln. Da das geschmacklich recht einschichtig ist, ersetzen wir einen Teil der Zwiebeln durch Möhren und Sellerie. Das bringt zusätzlich Aromen an die Soße und sorgt gleichzeitig für eine tolle Farbe und lässt die Soße besonders sämig werden. Ganz ohne Bindemittel. Ich schneide hier 600 Gramm Zwiebeln, 200 Gramm Möhre und 200 Gramm Sellerie in kleine Würfel. Je kleiner die Würfel sind, desto weniger sieht man sie am Ende. Also ich kenne Kinder, die mögen keine Zwiebeln im Essen sehen. Außerdem wird die Soße noch sämiger, je feiner das Gemüse geschnitten wird. Gut, das kann man jetzt von meinen Möhren nicht behaupten. Da war ich etwas unkonzentriert beim Schneiden. Ich verwende hier Stangensellerie. Knollensellerie geht natürlich genauso gut. Da der hier aber 15 € das Kilo kostet, verwende ich Stangensellerie. Alle Zutaten stehen zusätzlich noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort befindet sich auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Ich gebe noch eine Zehe Knoblauch dazu, das ist aber optional, schmeckt aber sehr lecker. Als nächstes muss das Gemüse schön braun angeröstet werden, da die Farbe der Soße nur durch das Gemüse, Tomatenmark, Rinderbrühe und Rotwein zustande kommt. Das Fleisch wird nicht angebraten und wird nur in der Soße gekocht. Ich gebe hier 1 Esslöffel Öl und 1 Esslöffel Butter in den Topf. 2 Esslöffel voll Butterschmalz gehen auch und machen das Ganze noch leckerer. Das Gemüse dann dazugeben und unter gelegentlichem Rühren bei mittlerer bis kleiner Hitze in etwa 15 Minuten braun anrösten. Kleine Hitze und langsam ist definitiv besser als große Hitze und schnell. Einmal nicht aufgepasst und das Gemüse ist schwarz. Glaubt mir bitte, ich habe da so meine Erfahrung. Darum kann ich in der Zwischenzeit auch entspannt mein Fleisch in etwa 3 cm große Würfel schneiden. Ich habe hier 1 Kilo gemischt aus Rinderschulter und Oberschale. Man kann aber auch Schweinefleisch verwenden oder beides halb und halb mischen. Fertig geschnittenes Gulasch geht natürlich auch, aber diesen Schnitt kennt der Metzger hier nicht, darum mache ich das selber. Ist ja auch ruckzuck erledigt. Wenn das Gemüse schön braun geröstet ist, geben wir 2 Esslöffel Tomatenmark dazu und verrühren es mit dem Gemüse. Das Gemüse mit dem Tomatenmark weiter rösten, bis das Tomatenmark auch Farbe angenommen hat. Tomatenmark schmeckt ja immer sehr sauer und durch das Rösten karamellisiert es und die Säure wird milder. Auch wieder schön langsam rösten und dabei immer rühren und rühren und rühren. Und wenn nach weiteren 10 Minuten das Tomatenmark schön geröstet ist, geben wir 2 Teelöffel Edelsüßes und 1 Teelöffel rosenscharfes Paprikapulver dazu. Damit das Paprikapulver sein volles Aroma entwickeln kann, rösten wir es für einen kurzen Augenblick an. Wenn der Duft vom Paprikapulver in die Nase steigt, löschen wir mit 700 ml Rinderbrühe und 300 ml trockenem Rotwein ab. Dazu kommen noch 2 Lorbeerblätter und 2 Teelöffel Salz. Das Ganze einmal aufkochen lassen und dann das Fleisch dazugeben. Wieder kurz aufkochen lassen und dann bei schwacher Hitze mit angelehmtem Deckel ca. 2,5 bis 3 Stunden köcheln lassen. Wenn dir das Video gefällt, sei so lieb und unterstütze den Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben drückst. Hilf mir bitte auch, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung, weiter geht's mit dem Video. Das Gulasch ist inzwischen schön zart und die Soße sämig eingekocht. Ich schmecke das Gulasch jetzt noch mit Pfeffer ab und falls nötig noch mit Salz. Und dann ist Zeit zum Schlemmen. Ich habe noch schnell ein paar Kroketten aus meinem Vorrat im Tiefkühlfach genommen und frittiert. Natürlich selber gemacht. Das Video dazu verlinke ich unterhalb vom Video in der Infobox.
Du kannst ja mal bitte einen Kommentar da lassen, welches deine Lieblingsbeilage zum Gulasch ist. Und gerne auch dein Geheimrezept für Gulasch verraten. Ich konnte mich nicht beherrschen, ich musste einfach anfangen. Ich hatte so einen Hunger und das riecht so lecker. Also es ist extrem lecker geworden. Und ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und dein eigenes leckeres Schlemmergulasch zu kochen. Das geht ja wirklich einfach. Man braucht nur ein bisschen Geduld, das ist eigentlich alles. Ja, das gesagt. Ich muss das jetzt ganz dringend essen. Der Nico verabschiedet sich für heute. Dankeschön fürs Einschalten. Dankeschön, dass du mich bisher begleitet hast. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. Vielleicht in diesem hier, in dem ich zeige, wie man Kroketten macht oder auch passend gut zum Gulasch Kartoffelklöße. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier, Gulasch machen gehen, das ist mega lecker. Tschüss.